Heute bei Jugendstil haben wir einen absoluten Horrorfilm-Klassiker für euch vorbereitet, in einer neuen Folge Inside the Movies. Außerdem waren wir noch beim Felicia Festival und finden für euch heraus, was Musik mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und zu guter Letzt decken Alfonso und Pepe die verrücktesten Machenschaften von P Diddy auf, in einer brandneuen Folge Behind the Tracks. Welcome everyone to JUGENDSTIL. Now, we're sorry about the chaos in the last 2 episodes, but now with Mark and I more integrated into the JUGENDSTIL team, except for some people who want us to make some coffee for them, we wanted to make good old-fashioned normal moderation. So, with Halloween having been last week, we have a special program today. So, could please our guest tell us what the first contribution is about? Aber schon mit dir Okay. startet du schon unter dein Jahr. Die Leute und Busse gehen vorbei, haben die was angegriffen. Perfect. So, inside the movies it is. Enjoy. Herein. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Inside the Movies. Ich bin Tim und irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ja, ich war ab und zu vor Ewigkeiten mal so ein bisschen bei Jugendstil dabei. Ja. Ja, ich meine, die erste Ausgabe Inside the Movies liegt ja auch eine Weile zurück, aber Das tatsächlich haben die wir beide zusammen gemacht. Hey, und es ging Und dann Zurück in die Zukunft. war das der erste? Das war oder? der erste. Was war denn das andere, was wir auch im Oli-Kino damals gedreht haben? Everything, Everywhere, All at Once. Exakt. So, Genau. aber darum geht's ja heute auch gar nicht. Nee, darum geht's Denn halt heute nicht. geht's um Shining aus dem Jahr 1980 von Stanley Kubrick. Und wenn du den Film so hörst, an was denkst du da? Ich persönlich als erstes an diese an den Sound. Oh ja. Also einfach, weil bombastischer Score, dieses riesige Orchester, was dann oft so fast in Richtung neue Musik so ganz verrückte Sachen macht und wie sich das mit dem Sound von dem Film verheiratet. Meine persönliche Lieblingsszene, ich baller das einfach mal raus, Hau raus. ist die Dreiradszene. Ah. Ich werde nie vergessen, dieser Moment, als ich den Film gesehen habe, wo es mich umgehauen hat, wo dieser Junge durch dieses riesige Hotel mit dem Dreirad fährt. Und es ist wirklich so dieser Sound von Teppich, es ist ruhig, und dann Teppich, Teppich. Und es trägt so zu dieser beklemmenden Atmosphäre bei. Ja. Und die ganze Zeit von hinten gefilmt. Shining war der erste Film, wo das Steadicam in der Filmgeschichte in Einsatz kam. Also, die es nicht kennen, dieses Kamerastativ, was man sich so umschnallt, ist so ein Kugelgewinde drin, dann bleibt die Kamera immer relativ gerade. Entwickelt übrigens von der US Army. Ach was. Und jetzt kommt's, Maschinengewehre in Helikoptern ruhig zu halten. Kein Scherz. Cool. Ja. Stanley Kubrick, er hat ja vor allem Shelley Duvall, wie soll man es sagen, nicht in Schocktherapie versetzt, aber damit sie sich in ihre Rolle besser hineinfühlen kann, hat er sie ja 10 bis über 130 Mal wiederholen lassen, sodass eigentlich auch sie komplett wahnsinnig wurde. Was letztendlich natürlich gut für den Film war, aber ich glaube, sie musste danach auch in psychische Behandlung oder so. Was mich neulich auch überrascht hat, als ich auch ein bisschen recherchiert habe, da ist so ein bisschen so dieses Feeling zerstört von diesem Hotel, was eigentlich gar kein Hotel ist. Es war ein Filmstudio. Haben sie in der Nähe von London gedreht. Und das war bis dato irgendwie das größte Studio-Filmset der Filmgeschichte. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, abgefahren. Aber man sieht es halt auch an Stellen. Also ich finde diese Elevator-Scene, also diese Aufzugsszene, wo das ganze Blut da rausläuft. Ja, großartig. Da siehst du halt, ja, großartig. Und heute würdest du aber so einen Aufwand, so ein Set zu bauen und da wirklich so viel Flüssigkeit. Ja, also, ja. Was ein Aufwand. Christopher Nolan würde das machen. Ja, Christopher Nolan würde das machen. So, deswegen ist er auch so berühmt. Auch interessant war, der Junge,
Danny Lloyd heißt er, der war zum damaligen Dreh 6 Jahre alt. Und die haben den komplett eigentlich von der Story vom Film ferngehalten. Der wusste eigentlich bei den Dreharbeiten gar nicht so ganz, worum geht's denn in dem Film überhaupt. Der hat den erstmalig komplett uncut gesehen, da war der 17. Der hat bis dato immer nur geschnittene Fassungen gekriegt. Die mich dann auch interessieren, also welche Fassung zeigst du denn, keine Ahnung, zum Release einen 7-, 8-jährigen Jungen? Ja. Und ich glaube, das hat aber tatsächlich dem Film auch echt gut getan, weil ich finde, dass dieser Junge so irgendwie so unbeteiligt ist und zwar manchmal schon Angst hat, aber manchmal wie so in seiner eigenen Welt ist, also so abgeschnitten, das ist auch ein Effekt davon. Also dass der irgendwie so, der guckt ja oft auch so, dass du denkst so, hä, wo ist er denn jetzt mit seiner Aufmerksamkeit? Und der macht halt irgendwie so, hä, worum geht's? Und es passt so perfekt da rein, weil er einfach es nicht checkt und dadurch so ein bisschen verrückt wirkt. Ja. Die Szene ist auch so genial, wo sie rafft, dass ihr Mann wirklich komplett durchgedreht ist und dass er auf 1000 Seiten den gleichen Satz geschrieben hat. Und das war auch interessant, weil er hat das damals mehrsprachig gedreht, direkt. Also da lagen ja tausende Zettel gefühlt und er hat die alle abtippen lassen von Leuten in komplett unterschiedlichen Sprachen und hat dann halt immer die Sprachen reingeschnitten für die damalige Fassung, die im Kino lief. Die auf Blu-ray und DVD erschienen ist, da ist überall die englische drin. Ja. Julian! Julian! Komm her! Julian! Komm her! Hier ist Timmy! Die sind auch so geil besetzt. Ja. Also auch sie ist so eine fantastische Mischung aus weird und schön. Also es ist einfach so ein, du guckst sie an und du weißt nicht, ob du dich in sie verlieben sollst oder ob du denken sollst, alles okay mit dir. Das ist so eine Eigenart und Jack Nicholson, ich meine, ist eine Legende, aber... Absolut, und mit diesem Film hat er sich wahrscheinlich auch spätestens zur Legende gemacht. Auf jeden Fall. Ich meine, du guckst ihn dir an und denkst dir so, also man hat direkt so ein komisches Gefühl. Ja. So, und das macht den Film auch aus. Ja. Ich bin auf YouTube über ein paar synchronisierte Clips gestolpert. Ich finde den Jack Nicholson im Englischen so viel stärker. Ja, natürlich. Also das ist so, ich finde wirklich, gerade in dem Film, Jack Nicholson in der Synchronisation verliert echt einiges, weil er irgendwie so ein bisschen gaga overacted wird. Und im Englischen schafft er das wirklich, diese Grenze von was ist falsch in seinem Hirn, dass es beängstigend wird, nur über das Spiel, das schafft er halt. Dann hör mir mal gut zu. Wenn ich hier sitze und du hörst mich tippen, auch wenn du mich nicht tippen hörst, verdammt nochmal, egal was du hörst oder nicht hörst, wenn ich hier drinnen sitze, bedeutet das, dass ich arbeite und nicht gestört werden will. Ist das einigermaßen einleuchtend? Ja. And we're gonna make a new rule. Whenever I'm in here, you hear me typing. Whether you don't hear me typing, what the fuck you hear me doing in here, when I'm in here, that means that I am working. That means don't come in. How do you think you can handle that? Ja. Aber was den Film auch echt total ausmacht, du hast es mit der Steadicam schon erwähnt, ist diese Bewegung. Dieser Film bewegt sich permanent konstant. Nie schnell, aber es sind immer Bewegungen drin und die gehen wirklich bei allem mit. Es ist immer dynamisch. Selbst wenn er die Tür einschlägt mit der Axt, es ist bei jedem Mal, wenn er die Axt ausholt, geht die Kamera mit und dadurch hat das irgendwie so ein... Und dann fängt es wieder an zu schieben. Und dann ist es immer so eine durchgängige Bewegung, die so, es bleibt nicht stehen, wir kommen immer näher, irgendwas kommt hier immer näher. Und das ist so ein, es ist einfach ein geil gemachter Horrorfilm, der unter die Haut geht, ohne mit so für mich aus heutiger Perspektive billigen Tricks zu arbeiten. Genau. Einer für mich der besten, die es gibt. Ja. Ein Klassiker. Ja. Here's Johnny! Das war's auch schon wieder mit Inside the Movies. The Shining, Horrorfilm-Klassiker, zu Recht. Vielleicht auch der am häufigsten referenzierte Film im Gaming- und Video-Universum. Bleibt sonst noch was zu sagen? Tim? Schon wieder erfroren. Naja,
Bis zum nächsten Mal. All my love to you. Midnight, Lord of sweet romance. Now, the next contribution is about music and AI. For some reason, it's inside this chest. So let's see. Oh, it's a special one. All right. The Felicia Festival, where we attended some workshops and concerts that went deep into the combination of music and AI. Let's see. Welcome everyone. We're here at Gesellschaftshaus. The Felicia Festival is taking place, and we're going to learn about how AI ties into music production and whether it's going to ruin our creativity or foster it. Let's find out. Wie kann man mit Hilfe von KI Musik machen? Diese Frage versucht das Felicia Festival zu beantworten. Es sieht sich an der Schnittstelle zwischen Technik und Wissenschaft. Auch in diesem Jahr konnten die Besucher in interaktiven Workshops und spannenden Mitmachstationen hautnah erleben, wie künstliche Intelligenz die Musik von morgen mitgestaltet. Wie kann KI heute schon die Musikproduktion unterstützen und wo stößt sie noch an ihre Grenzen? Lego und KI. Wie passt das zusammen? Finden wir es heraus. In dieser Mitmachstation können Kinder ihre eigenen Instrumente mit Lego bauen. Mit Hilfe von KI werden dann Klänge erzeugt. Also hier in diesem Bereich kann man mit einem Lego Spike Prime Baukasten ein Musikinstrument selbst bauen und dieses anschließend auch mit einem Programm ausprobieren. Und das Instrument hier kann man vielleicht sogar erkennen, das soll eine Gitarre sein. Dieser Spike Prime Baukasten beinhaltet einen Baustein, ist im Grunde die Steuereinheit von der Gitarre, sodass die elektronisch funktioniert. Hier in diesem Workshop-Bereich können wir ein Keyboard programmieren mit dem Mikrobit. Also das ist ein Mikrobit, das ist ein kleiner Mikrocontroller. Dort ist eine Platine angebaut, die wie ein Keyboard aussieht. Und das kann man programmieren. Und da kann man hier dann einfach die Tasten drücken. Also in Zukunft könnte man zum Beispiel mit einer KI auch Musikinstrumente stimmen lassen, sodass man nicht mehr unbedingt auf das menschliche Ohr angewiesen ist. Ganz viele Instrumente und ein Computer. Was passiert hier? Es gibt hier zu entdecken eine Umfrage, wo es um Demokratie geht. Wie würde meine Meinung klingen? Und dann kommt KI zum Spiel, weil KI regeneriert dann die Umfrage und die Antworten. Basierend auf Umfrage gibt es dann so regenerierte Musik, die individualisiert ist und basierend auf letzte 10 Menschens Daten bearbeitet wird. Marc hat vorab an einer Umfrage zur Demokratie teilgenommen und eine KI rechnet seine Antworten dann in Noten um. Daraus entsteht seine ganz persönliche Klangfolge. Und dann werden wir diese Notation erstmal so uns ansehen und dann, wenn man in der Lage ist, alles zu spielen, wird man dann so die Musik, was für seine Meinung steht, selber spielen und wir loopen das dann. Und loopen lassen ist ein Wortspiel wie leben und leben lassen nach demokratischem Motto. Und es steht einfach für, wie würden wir eigentlich so trotz unterschiedlicher Meinungen zusammen gemeinsam klingen. So klingt nun also die Meinung von Marc inmitten der anderen Stimmen. Okay, man benötigt schon auch etwas Kreativität, um herauszufinden, ob er uns nun umarmen oder doch lieber erwürgen möchte. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Marcs musikalische Meinung wird nun kombiniert mit den Klangfolgen der anderen Teilnehmenden. Sie werden geloopt. Und so klingt das Ganze dann. In dem Sinne, loopen und loopen lassen.
KI hat ein großes Potenzial, die Musikbranche zu revolutionieren. Aber kann sie die Kreativität eines echten Menschen ersetzen? I don't think AI is creative, at least not creative like we humans are. Maybe the product can be comparable to a human creative output, but the process to get there is not there with the AI. Am Abend folgte dann der krönende Abschluss. Die Berliner Band Ausklang spielte vor Publikum und eine KI setzte in Echtzeit ihre Klänge in eine faszinierende Lichtinstallation um. Wir sind gespannt, was künstliche Intelligenz in der Zukunft noch bereithält und wie sie die Musikproduktion verändern wird. It was so interesting to learn about the future of AI in music production at the Felicia Festival. Stay tuned for the next contribution. Now I have some good news for you. Oh my! Who's this? Danny, no! Who are you? Anyway, as I was saying, we're back with Behind the Tracks. Hope you like it. Hey Alfonso, have you ever wondered what Kesha meant in her first single, like the first lyrics? Wake up in the morning feeling like P Diddy. Hey, what up, girl? Actually, no. Like, who is Diddy and how does he wake up? Do you think there are more clips? Man, this is an unbelievable thing, man. Like everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I mean, but hey, it was curious. I got a chance to see some things. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Welcome everyone to Behind the Tracks. I'm Alfonso. And I'm Pepe. Thank you Lola and Nico for doing this program for the past year, and we hope to be successors on the level. Well, first of all, who is Diddy? I don't know, tell me. Diddy was born in New York in 1969 under his real name, Sean John Combs. He started to get into the music industry as an intern in the record label Uptown Records, but he would be fired 3 years later by the owner Andre Harrell. So in 1993, he would make his own record label, Bad Boy Records. What are some of the artists in this record label, you may ask? Well, we have the notorious B.I.G., one of the most celebrated old school rappers. We also have Janelle Monáe, French Montana, Machine Gun Kelly, and Cassie. But Diddy would later become more famous because of the white parties. The white parties would be celebrated annually between 1988 till 2009. And he would invite some of the most important celebrities at the time. We will get into that list later, but what happened in the white parties? How was it so hermetic? Well, at least it was, until a turn of events last year. Pepe, could you tell us a bit about it? Well, actually, in November of 2023, his ex-wife, Cassie, full name Cassandra Ventura, she actually wanted to sue him for sexual abuse, domestic violence. She mentioned something like freak-offs. But they settled later that they won't talk about it anymore online, so who knows? It ended there? It did not. So there is more? There definitely is more. One more lawsuit was from a woman named Adria English. She was an ex-worker at the white parties for Diddy, and she said that someone took a pill and put it into her drinks, like she was drugged with something like ecstasy, ketamine, and she said she was forced to have sex with guests. They also recorded it. Also, she was forced to wear outfits that suggests that she was, how would you say it, available. So also, there was one thing that is not exactly lawsuit, but is something that sounds very suspicious. His Diddy's ex-bodyguard actually said that while Usher, the famous R&B singer, was at the Puffy Flavor camp when he was 14 years old. Bro, you know how people be talking, and then some people might say, yo,
you know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent him to the hospital? Man, nigga was bleeding from the butt. We don't know exactly what Puffy Flavor Camp is. We definitely know it's owned by Diddy. But there are other people, like one minor, his name is John Doe, and he's now taking legal action against Diddy for something that happened in 1998. So, John was 16 years old. He just moved to New York and got an invitation to an all-white Diddy party. When he was there, he wanted to go to the toilet, and he suddenly bumped into Sean Combs, also named Diddy, and he was super excited. So we obviously wanted to take a photo of him as a fan. After they took that photo, Sean Combs, Diddy, actually took him to a more private section of the party, which was behind the portable toilets. Then John Doe said to Diddy, yeah, Diddy, you're this big music guy. I also want to become a star one day. I want to get huge in the music industry. And then Diddy answered him, well, John, drop your pants. It's a way to prove himself in the industry. He was super scared because there was this imbalance of power. Another person that was in contact with Diddy when he was a younger boy was Justin Bieber. He actually had a 48-hour stay with him. You know, where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Sounds bad, right? So, did they ever meet again? They actually did meet again. About a year later, there was a meet between Diddy and Justin. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. We can only imagine what happened, but given the other allegations, it might have not been good. Yeah. Another thing I wanted to talk about. The police got a lot of complaints about Diddy and his houses, so they actually raided him on the 24th of May in 2024, so 5 months ago. And they found a lot of things in there, like 1,000 bottles of baby oil, they found firearms, they found footage of things we don't know about yet, and they also found a lot of drugs, like cocaine, GHB, fentanyl, methamphetamine. One of the footages we actually know, it's been released by CNN, and it's about him. He's in a hotel and he is actually beating his ex-wife, Cassandra, and after that he made an apology video. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. So what conclusion did the police jump to? He was held bail on September 16th to 17th, 2024 for 3 counts. The counts 1 was a racketeering conspiracy. The second count actually was sex trafficking by force, fraud or coercion. And the third count was transporting to engage in prostitution. So pretty hard charges. So is there a trial happening? There definitely is a trial happening. It's happening on 5th of May in 2025. But we don't know yet if it's actually going to happen on that date or if there are going to be any changes. Mm-hmm. But now let's get to the tea. Who are these people at the white parties? First, we should listen to what Tony Busby said. He's an attorney and he's currently working with over 100 alleged victims, including John Doe. Oh. He said this in a press conference in Houston in September, and it's quite concerning. The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. But because of the nature of this case, we're going to make damn sure that we're right before we do that. But the names are names that will shock you.
So we will be saying names, but we can't confirm that these people had any idea of what went on behind the scenes. The list includes Demi Moore, Lil Kim, Paris Hilton, Kim Kardashian, Aretha Franklin, Mariah Carey, Jay-Z, and Chris Brown. And according to Adria English, Donald Trump and Diana Ross would have attended too. But not only that, he has also teamed up with a surprising bunch of Latin artists. He was friends, apparently, with Shakira and Daddy Yankee back in the day, but also even like as recent as the past decade, he has made appearances with a lot of people like Maluma, Karol G, Nicky Jam, Anuel, Bad Bunny, Ozuna, and J Balvin. We're not getting into details, but with some of them he has made live streams, he has released songs with them or worked on music. But as we said, we should not jump to conclusions. We want you to make your own with your own research. This is just to show that Diddy's case is beyond law. It's about Hollywood. It's about the music industry. Now that was Behind the Tracks. We hope you liked it. Bye bye. But before we leave, here you have a clip of the amazing Kesha changing the lyrics to TikTok. A bottle of Jack. I ain't coming back. What happens here? I guess the cameraman died. Coming back. I'm talking. But who's gonna do the cameraman now? I guess I have a new job. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop.